Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für eine XXL Yogurette. Dafür brauchen wir zunächst eine Kastenbackform, außerdem eine biegsame und stabile Kunststoffplatte mit den Maßen 30 x 20 cm. Die Kunststoffplatte etwas zusammenbiegen, in der Backform platzieren, sodass der Boden der Form eine Rundung erhält. Alles mit Tesafilm fixieren. Danach den Boden und die Seiten der Form mit etwas Öl einfetten und zum Schluss möglichst glatt mit Frischhaltefolie auskleiden. Die Backform danach zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Joghurt. Den müssen wir als erstes etwas entwässern, also eine Schüssel mit einem sauberen Küchentuch auslegen, 500 Gramm Sahnejoghurt hineingeben, das Küchentuch etwas zusammenfalten und eindrehen und jetzt so viel Flüssigkeit herausdrücken wie möglich. Wenn das erledigt ist, das Küchentuch samt Joghurt in ein Sieb setzen und ebenfalls zur Seite stellen. Danach können wir uns um die Erdbeerstücke der Yogurette kümmern. Dafür 30 Gramm gefriergetrocknete Erdbeeren in einen Mörser geben, 1 bis 2 Minuten darin zermahlen und so zu einem feinen Erdbeerpulver verarbeiten. Das Erdbeerpulver anschließend zusammen mit 30 Gramm Puderzucker und 50 Gramm geschmolzenem Palmin in eine Schüssel geben. Alles einmal kurz miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Und danach mit einem Teelöffel ca. 20 kleine Erdbeerhäufchen auf ein Backpapier setzen, die Erdbeerhäufchen anschließend zur Seite stellen und komplett aushärten lassen. Weiter geht's mit der Joghurtcreme. Den entwässerten Joghurt, ca. 200 bis 250 Gramm sollte der jetzt wiegen. Außerdem 100 Gramm geschmolzenes Palmin und 600 Gramm geschmolzene weiße Schokolade in eine Rührschüssel geben. Alles 1 bis 2 Minuten mit einem Mixer verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und die Joghurtmasse danach in die vorbereitete Form gießen, etwas glatt streichen, danach die ausgehärteten Erdbeerstücke in die Creme drücken, alles nochmals glatt streichen, um die Löcher zu schließen und zum Schluss 100 Gramm geschmolzene Vollmilchschokolade in die Form gießen und mit einem Pinsel gleichmäßig darin verstreichen. Als nächstes muss die Yogurette etwas aushärten und kommt für ca. 4 Stunden in den Kühlschrank. Danach können wir den Schokoriegel an der Frischhaltefolie aus der Form heben, vorsichtig auf die Arbeitsplatte stürzen, die Frischhaltefolie entfernen und für das typische Muster mit einem Teelöffel wellenförmige Streifen einfach auf der Oberfläche einritzen. Und wenn das erledigt ist, die Arbeitsplatte mit Backpapier auslegen, mittig 2 gleich große Kaffeetassen darauf platzieren, die Yogurette vorsichtig auf die Tassen setzen und danach 300 Gramm Vollmilch und 100 Gramm Zartbitterschokolade schmelzen, miteinander verrühren und die Yogurette mit der Schokolade übergießen. Dann vorsichtig anheben, etwas hin und her rütteln, damit die Schokolade besser aus den eingeritzten Streifen herauslaufen kann. Zum Schluss noch die Schokoladenspitzen am unteren Rand entfernen und die Yogurette danach komplett aushärten lassen. Anschließend ist die XXL Yogurette fertig. So sieht die Yogurette von innen aus. Ein Original habe ich auch nochmal daneben gelegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.